Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, einen wunderschönen Sonntag. Wir machen heute ein Auswahl-Orakel für uns. Da sind zwei. Dann nehmen wir hier auch zwei. Heute Mittag könnt ihr, muss ich gerade mal überlegen, die Sternzeichen, glaube ich, sehen. Das heißt, eine Nachricht für jedes Sternzeichen. Und ja, da sind die Kommentare immer deaktiviert, weil da immer viel geschrieben wird. Und wenn Sonntag ist, habe ich keine Lust drauf, mich zu erklären. Deshalb sind die da abgeschaltet. Und sonst gibt es eigentlich von mir nichts zu berichten. Ich wurschtel mich so durch. Der Engel der Meditation lag hier umgedreht. Nehmen wir mal für alle hier die Antworten im Innern finden und auch zur inneren Ruhe kommen. So. Dann nehmen wir heute noch ein Engelchen. So ein kleines. Ich muss mal gucken, dass ich die Karten wieder so hinlege, dass ich die ich vernachlässige, wieder ein bisschen mehr auf dem Schirm habe. Ich habe hier so einen Kasten, den hat mir Bernd mal gemacht. Da sind die Karten drin. Aber auch der hat hinten und vorne, ne? Okay. Dann dürft ihr gleich wählen. Ich nehme diese Seite. Den Engel tun wir hier mal weg. Dann drehen wir um. Also, was dürfen wir hier verstehen? Ja, erwecke mal die innere Göttin in dir. Das, was dich ausmacht. Ehre dich selber, wertschätze dich selber, deine eigene Göttlichkeit und tue dir was Gutes, ne? Nähre dich und deine Göttin. Und wir haben Zyklen und Rhythmen. Hier kann es so ein bisschen gehen, das passt sehr gut, vor allem jetzt speziell auf Frauen. Wir haben ja unsere Zyklen und Rhythmen, wo sich Dinge im Wesentlichen auch sehr körperlich verändern und wo die Energie anders ist oder die Emotion auch mal sehr wankend. Und anstatt das zu beklagen, darf man das hier so ein bisschen auch annehmen und ehren, ne? Dass sich alles so in einem Rhythmus bewegt. Ja, das passt sehr gut. Hier haben wir die innere Göttin. Hier kommt das Thema, du bist liebenswert. Liebe dich so, wie du bist. Manchmal hat man eben auch Zyklen, wo es nicht so ist oder wo man sich nicht gut fühlt. Manchmal sind Dinge, die lassen einen innerlich auch verblühen. Und auch das hat seine Berechtigung, ne? Das wahre Selbst ist schön und makellos, sagt die Karte. Und hier ist eine neue Idee auf dem Weg, die von oben abgesegnet ist. Und man darf weiterhin daran arbeiten, man ist so auf dem richtigen Weg. Die Weide. Es kann sein, dass es für die, die das gezogen haben, jetzt halt so drum geht. Wir haben hier den Mond, den Abend, ne? Wir haben
irgendwie vielleicht auch diese Gefühle, weil wir ja Zyklen und Rhythmen haben. Es ist Abend, es ist Nacht, der Mond scheint. Am nächsten Morgen ist die Sonne wieder da und es ist hell. Ja? Auch das funktioniert nur miteinander. Und die Weide hat biegsame Zweige. Alle, die ein bisschen basteln, die wissen das, wird ganz gern genommen auch dazu. Und die kannst du biegen und die sind sehr flexibel und die brechen nicht ab. Und die Weide führt hier durch schwierige Zeiten und wendet alles zum Guten. Wir haben hier den Engel der liebevollen Führung. Die Karte ist sehr schön, hier läuft jemand und der Engel steht mit Riesenflügel hinter ihm. Man wird beschützt und angeleitet. Ich sage euch gleich mehr. Und wir haben, hör mal auf, alles zu kontrollieren. Hier wollen Türen aufgehen, die man nicht eintreten muss. Die gehen von alleine auf, ne? Die sich öffnen sollen. Und wir haben hier entweder diesen Hinweis auf mach mal Pause oder auf das bestimmte Fragen sich eben in einem bestimmten Zeitraum von Ferien oder Urlaub beantworten. Die Lebensreise scheint hier so ein bisschen auf Umwegen zu geschehen. Gleichzeitig ist hier sehr viel Genesung. Auch hier mit der Schlange, ne, haben wir wieder so ein bisschen die Weiblichkeitsthemen oder die Genesung auf einem Thema, das Vorankommen. Hier haben wir Ferien, hier haben wir das Schiff, ne? Könnte auch für Urlaub oder Auszeit stehen. Eine Sache, wo man sich ein bisschen rausnimmt, sich erholt. Wir haben nichts geht verloren im Universum und wir haben hier Nick, den Beschützer. Hier kann sein, dass man so einen großen Beschützerinstinkt an den Tag legt, ne? Dass man irgendein Opfer bringt, dass der Zweck die Mittel heiligt oder dass man auch jemanden vor etwas abhalten will. Man stellt sich in den Weg und hat so dieses Ding, dass man irgendjemanden beschützt. Möglicherweise darf das auch mal für einen selber sein, ne? Dieses selber Einstehen für jemanden und nicht nur immer die helfende Hand auf dem anderen. Hier kann auch sein, hier sind Personen zugange, die sich sehr aufopfern für andere oder ja, anderen immer etwas abnehmen oder vielleicht auch den Schmerz, den sie dann selber mittragen. Und es gilt es hier ein bisschen dran zu gehen. Hier kann sein, dass man sich ein bisschen allein gelassen oder isoliert von irgendwie etwas fühlt oder von allen, dass der Zyklus im Leben gerade ein bisschen anstrengend oder schwierig ist und dass so Verlassenheitsgedanken oder Getrenntseinsgefühle da sind. Hier haben wir ja nichts geht verloren im Universum, ne? Und hier wird auch gesagt, es ist vorübergehender Natur, das bleibt dir nicht. Man soll hier tief ins Herz hineinspüren, sich mit den Engeln hier auch wieder verbinden und sie wahrnehmen und diese Bedingungslosigkeit und Stetigkeit der Unterstützung für uns einfach wieder mehr spüren. Hier wird man geschützt, man kann selber wieder heller strahlen und hier sind auch Tauben drauf, die so als Glücksboten stehen für Zuversicht und Treue. Und hier ist sehr viel Liebe, hier schwebt so ein Herz über allen beiden. Und möglicherweise ist es hier auch so, dass man ein bisschen was abgibt an oben, weil man es selber vielleicht nicht tragen kann und weil es selber was mit einem macht. Und man hat das Gefühl, dass einem beigestanden wird. Und man soll hier mal versuchen, diesen großen Engel, diesen Schutzengel auch wahrzunehmen. Eigentlich eine sehr schöne Idee und auch ein sehr schöner Gedanke. Mit diesem ewigen Ding, dass man alles kontrollieren will, steht man sich auch oft selbst im Weg. Und mit diesem, ich beschütze die halbe Welt,
wir sind nicht Mutter Teresa oder wir können auch nicht jedem helfen. Ne? Und möglicherweise liegt auch hier so eine Phase, wo man dann einfach sagt, ich muss mich mal um mich kümmern, um das, was ich auch schon, ich sage mal, gelitten habe unter dem, was ich anderen abgenommen habe. Und mich selber in Engelsarmen irgendwie sehen. Zweimal den Hinweis auf Auszeit, Urlaub, Ferien, irgendetwas, was einem mal gut tut und einen auf der Lebensreise auch, ich sage mal, wieder auffüllt. Ja? Dann gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr hier Schönes? Das Mitgefühl und die unsterbliche Liebe. Ja, hier geht es vielleicht darum, dass man eine tiefe Verbindung zu jemandem hat oder hatte, ja, und dass Liebe auch nicht verloren geht, ne? Unabhängig von der Situation, wie es jetzt ist. Und es geht so ein bisschen auch um das Werten. Hier steht jetzt Richten drauf, das macht man, wenn man wertet, automatisch. Man fällt einen Richterspruch. Man hat etwas beurteilt und verurteilt und Mitgefühl ist was ganz anderes. Ne? Da schwingst du mit, da kannst du etwas verstehen und die Bewertung ist nicht dabei. Bei euch geht es darum, dass ihr hier sehr viel Weisheit habt, dass ihr hier auch so ein bisschen einen Lehrauftrag habt auf der Welt. Und dass ihr euer Leben vereinfachen dürft, damit ihr euch nicht verausgabt. Ja? Vielleicht auch fokussierter vorangehen, nicht so viele Dinge zu zerstreut tun. Und ihr selber dürft wieder mehr in den Vordergrund rücken. Ihr seid das Wichtigste in eurem Leben, nicht die Dinge, nicht die ganzen Schauplätze. Und ihr habt auch noch ein bisschen Glück. Das Kleeblatt kommt, das Glück liegt vor dir. Möglicherweise hast du hier auch die Möglichkeit, durch einen glücklichen Umstand einfach etwas Erleichterung in dein Leben zu kriegen. Hier, der Engel der Verkündigung. Wunder manifestieren sich in deinem Leben. Wow, dein Wunsch ist in Reichweite. Hab Vertrauen, alles wird zu deinen Gunsten sein. Und du hast die Fähigkeit und Kraft, die Situation zu lösen, auch wenn es sich vielleicht manchmal wie so ein Drahtseilakt anfühlt oder ein Seiltanz, auf dem man sehr schnell auch runterfallen kann. Es wird dir hier nichts passieren. Ne? Ein schöner Stapel. Ihr habt zweimal das Kleeblatt und hier noch die Sterne. Hier ist wirklich Glück unterwegs, Situationen, die sich klären, Dinge, die sich auf wundersame Weise regeln. Hier haben wir eine Idee. Hier sagt man, du hast die Fähigkeit und Kraft. Und hier sagt der Engel, ich habe eine Idee und ich kann, ich will und ich werde. Ne? Man kann das umsetzen, was man braucht und was man denkt. Auch wenn man hier in einer Situation ist, wo es im Moment gar nicht so aussieht. Die Kleekarten im Zweierpack, die Sterne dabei, die Wunscherfüllung. Ja, und ihr habt hier natürlich noch die Aussage, ihr dürft einen festen Glauben an euch behalten. Vielleicht baut ihr euch ein zweites Standbein irgendwo auf. Es gibt viele Optionen, die ihr nutzen könnt. Man erschafft sich sowas wie eine neue Welt. Die Seelenverbindungen sind da und man hat grenzenlose Möglichkeiten, die man auch umsetzen kann. Ne? Der Engelherr, der bringt euch sehr viel Erleichterung mit. Hier geht es ja auch darum, das Leben ein bisschen zu vereinfachen. Denn der sagt dir, du hast hier schon alles Mögliche getan, was in deiner Macht steht und du darfst jetzt abgeben. Die höheren Mächte kümmern sich um deine Dinge und du musst dir keine Sorgen mehr machen oder so Gedanken, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden.
Du sollst hier auch nicht ängstlich oder verzweifelt sein oder über irgendetwas nachdenken, das die Situation im Prinzip dann auch noch schwieriger macht. Und halte dir hier deine Visionen vor Augen. Erwarte ein Wunder. Also von allem habt ihr hier was dabei und ihr dürft eure Sorgen abgeben und eure Energie so verteilen in eure Lebensbereiche, dass sie nicht verschwendet wird. Auch das gehört hier zum Vereinfachen vom Leben, dass man sich nicht verausgabt, ja? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Glück mal 2. Ich drücke euch bis morgen.